Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fey. Heute malen wir wieder 4 verschiedene Weihnachtskarten miteinander, einfache Weihnachtskarten, wo ich euch jeden Schritt zeige, sodass wirklich auch Anfänger unter euch gut mitkommen können und ihr kleine, schöne Geschenke habt für eure Weihnachtspost. Wir nehmen uns ein Aquarellpapier und kleben es so ab, dass 4 Karten entstehen. Nehmt dazu ein Washi-Tape, was gut wieder ablösbar ist. Ja, und dann geht es los nach dem kleinen Intro mit dem ersten Bild, mit der ersten Karte. Wir feuchten mit dem Elastip unser Blatt an. Den Elastip, den findet ihr in meinem Shop unter www.elladefey.com und wir starten von den Ecken her mit einem Heliocyanin-Blau und kommen von unten mit einem Peinesgrau-Bläulich dazu. Gegen innen verblenden wir, sodass es wirklich überlaufend ins Weiß nach innen geht und dazu können wir den Pinsel auswaschen, abtupfen und dann die Verbindung machen zwischen Blau und Weiß. Anschließend in die nasse Farbe streuen wir Salz hinein, ganz gewöhnliches normales Tafelsalz und lassen dann die erste linke Karte trocknen vor dem nächsten Schritt. Während diese trocknet, gehen wir auf die rechte Seite hinüber und kommen von oben her mit einem Heliocyanin-Blau ins Bild und lassen es nach unten hin ganz hell werden. Wir gehen noch einmal drüber mit einem Peinesgrau-Bläulich von oben, sodass zwar das Heliocyanin-Blau noch freundlich herausleuchtet, aber dass das Ganze noch dunkler, noch winterlich kälter wirkt. Und auch hier hinein in die nasse Farbe streuen wir Salz. Dann kommen wir zu unserer dritten Karte. Unten links unsere dritte Karte. Wir malen alle 4 Karten vertikal, also nicht waagerecht so wie sonst, sondern Hochformat sozusagen, und hier machen wir diese dritte Karte wieder nass und holen dann ein Cadmium-Gelb Zitron, ein Zitronengelb also und ein Cadmium-Orange hell in die Mitte des Zitronengelbes und verblenden das Ganze nach außen hin. Von außen kommen wir mit einem Heliocyanin-Blau dazu und verblenden die beiden Farben. Und ihr werdet merken, es ist nicht absolut einfach, ein Gelb, ein helles Gelb und ein leuchtendes Blau zu verblenden, aber mit dem Elastip auf nassem Untergrund geht es wunderbar. Ihr müsst einfach den Pinsel immer wieder auswaschen und abtupfen, sobald ihr zu viel Farbe am Pinsel habt, und schon kann man wirklich Gelb und Blau wunderschön miteinander verblenden, fließend im Übergang. Auch hier hinein streuen wir Salz, sodass wir eine verschneite Winternacht bekommen, hell erleuchtet von dieser schönen Laterne im Schnee. Unten rechts nun noch ein Bild, was ein bisschen wärmer ist, vielleicht in einem Wohnzimmer, vor oder an einem Weihnachtsbaum fotografiert, in einem schimmernden Weihnachtslicht, ein bisschen gedämpft, nur erleuchtet von vielen, vielen Kerzen am Christbaum. Wir starten dafür mit einem Cadmium-Gelb Zitron und mischen hinein ein Heliocyanin-Blau, um ein schönes, klares, leuchtendes Weihnachtsgrün zu bekommen. Das ist jetzt der Hintergrund sozusagen, dieser leuchtend schimmernde Hintergrund unseres Bildes, unseres Weihnachtsbaumbildes, und mit einem Shadow Green malen wir noch in diese Feuchtigkeit hinein mit dem Elastip Äste eines Tannenbaums, die da einfach so ein bisschen durchschimmern. Also die lassen wir wirklich einfach so in diesem Feuchten ein bisschen undefiniert sein. Ja, mit einem mittleren Detailpinsel hier, nämlich den Maestro Nummer 3 von Da Vinci und einem Alizarin Karmesin, sehr feucht, tupfen wir ein paar Kugeln, Baumkugeln in das Geäst. Mein Kalender 2024 gibt es jetzt in meinem Shop, solange der Vorrat reicht. Und hier ein paar Bilder aus dem Kalender selber,
Ich hoffe, sie gefallen euch und ihr greift zu, solange der Vorrat reicht. Schaut vorbei in meinen Shop, da findet ihr Weihnachtskarten, den Ellerstipp und wie gesagt diesen Wandkalender 2024 frisch aus der Druckerei. Und nun geht es weiter mit unserer Karte Nummer 1 oben links. Die ist mittlerweile trocken, das Salz habe ich weggeputzt und ja, ich nehme einen Schrubberpinsel, schrubbe ein bisschen die Spitze eines Tannenbaums weiß und nehme dann ein Cadmiumgelb Zitron, Heliocylinblau hinein für ein Grün und ein bisschen Tannengrün noch dazu, also Shadow Green. Und ja, das soll mein Geäst andeuten unterhalb dieser Schneehüte, die da so auf dem Baum sitzen. Ich stipple das einfach mit dem Ellerstipp so darunter und verblende dann mit einem mittleren Detailpinsel hier, dem Maestro Nummer 3 von Da Vinci. Und für den weiteren Schneebereich, weil das doch größere Flächen sind, schattiere ich den Schnee schon im Vornherein. Also ich nehme ein Heliocylinblau mit meinem mittleren Detailpinsel und verblende dieses Heliocylinblau vor allen Dingen gegen den Schneebereich, aber auch ein bisschen gegen unten, also eigentlich gegen alle Seiten hin, kann dieses helle Blau dann auch noch entweder mit Grün oder mit einem Peinesgrau-bläulich abdunkeln, sodass ich wirklich auch schattige Stellen an diesem Weihnachtsbaum habe. Und wenn wieder sozusagen eine Stufe verblendet und schattiert ist, gehe ich zur nächsten Stufe und baue mir so langsam diese Schneeflächen des Baumes auf, diese Schneelastern, die da auf den Ästen liegen, auf diesem Weihnachtsbaum, auf dieser Weihnachtstanne, immer wieder schön abgedunkelt mit Peinesgrau-bläulich. Ihr könnt auch ein Grün nehmen fürs Abdunkeln, gerade was ihr da so lieber möchtet, was euch mehr anspricht. Auch hier unten dunkle ich den Schnee noch ein bisschen ab, schattiere ich den Schnee noch ein bisschen und überall dort, wo ich das Gefühl habe, gegen oben ist er zu wenig weiß, kann ich dann immer noch mit dem Schrubberpinsel hellere Stellen hineinwaschen. Nun nehme ich den Ellerstipp und stipple so ein bisschen unter den Schnee, unter diesen beschneiten Ästen, die unter einer schweren Schneelast liegen. Da stipple ich so ein bisschen die Tannennadeln hin mit meinem Grün, was ich vorher gemischt habe. Und ja, ich mache es schwächer, stärker, intensiver, wieder feiner, verwässerter oder trockener und kann immer wieder mit dem mittleren Detailpinsel das Grün auch verblenden in den Schneebereich hinein. Natürlich möchte ich auch immer wieder sehr schattige, sehr dunkle Stellen in meinem Baum, gerade unten auf dem Schnee, darf ich mit dem Peinesgrau-bläulich wirklich einen dunklen Schatten malen. Das ist auf jeden Fall ideal. Und schon habe ich den Baum fertig, soweit, und dass ich es trocknen lassen kann, bevor ich den nächsten Schritt dann vornehme. Nun gehen wir zu unserer zweiten Nummer 2 Weihnachtskarte sozusagen oben rechts und nehmen ein bisschen von einem Washi-Tape. Ich habe eins, was extra dafür geschaffen wurde, dass man es wieder sehr gut von einem Aquarellpapier lösen kann. Das kann ich euch auch unten in der Box verlinken. Nun mit dem Ellerstipp und einem Peinesgrau-bläulich male ich einen entfernten Wald. Ich mache nicht Tannen wie sonst, sondern ich stipple einfach scheinbar entfernte Tannen. Und man erkennt sie aus der Ferne, ohne dass ich da wirklich zeichnerisch mich da verausgabe. Das ist wirklich nur gestippelt, im rechten Winkel den Ellerstipp gehalten und gestippelt und schon habe ich diesen entfernten Wald. Unten links nun, da seht ihr, wie das wunderschön leuchtet. Da nehme ich jetzt einen Aquarell-Radierschwamm, mache ihn an einer Stelle ein bisschen feucht und radiere Farbe von meinem Bild, tupfe die losgelöste Farbe mit einem sauberen Taschentuch vom Blatt und habe so den Schnee eines verschneiten Tannenzweigs, der da so hereinragt von einem Baum in mein Bild, und hier dran kann ich jetzt meine Laterne hängen. Gegen oben kann ich den Schnee noch ein bisschen abdunkeln, schattieren und schon habe ich dreidimensional Schnee liegen auf meinem Ast.
Wie gesagt, hier weiter unten möchte ich jetzt die Laterne hinpflanzen. Dazu mische ich mir aus Peinesgrau-Bläulich, Alizarin-Karmesin und einem Cadmium-Orange hell einen Braunton und male mit dem Maestro Nummer 3 von Da Vinci meine Laterne einfach hier in diesen Lichtbereich, in diesen gelben Lichtbereich, denn da soll ja meine Kerze leuchten. Und ihr könnt eine Fantasielaterne malen, so wie ich hier, einfach, was euch gerade einfällt. Laternen gibt es ja in allen möglichen Variationen. Deswegen könnt ihr da einfach eigentlich malen, was ihr möchtet, wie ihr sie möchtet. Sehr verspielt oder nüchtern, viereckig oder gerade wie es halt euch gefällt. Ich mache sie hängend mit einer Verzierung gegen unten, und im hinteren Bereich deute ich auch die 3 Verstrebungen an, die man nicht sieht dann letztendlich, und auch den Boden deutlich fein an, den man durch die Stäbe hindurch erahnen kann. Wenn es trocken ist, kann ich dann die hinteren Stäbe ein bisschen aufhellen, wegwaschen, mehr oder weniger, und habe dann das Licht. Jetzt erst einmal vor dem Trocknen noch die Kerze mit einem Alizarin-Karmesin hineinmalen und dann, wie gesagt, trocknen lassen. Sobald ich die Laterne an meinem Weihnachtsbaum befestigt habe. Unten rechts nun zu unserer letzten Karte. Da malen wir auf einer glatten Unterlage, ich nehme hier einfach mein Malbrett, malen wir ein bisschen Alizarin-Karmesin und geben ein kleines Glas hinein, holen da Farbe und drehen es einmal auf unserer Karte, sodass eine Weihnachtskugel entsteht, und mit Wasser und teilweise auch ein bisschen von dem Alizarin-Karmesin können wir da jetzt diese Kugel rund und malen und ausfüllen. Nicht komplett, sondern dass wirklich helle Stellen bleiben auch. Stellen, wo der Baum durchschimmert. Es ist vielleicht eine Glaskugel, vielleicht ist es eine rote Glaskugel, trotzdem ein bisschen durchsichtig und ja, sieht so sehr schön und ein bisschen zerbrechlich glänzend aus. Nun mit einem Maestro Nummer 3 von Da Vinci, einem mittleren Detailpinsel, oder mit einem Cosmotop Spin Nummer 4 von Da Vinci, Entschuldigung, ich meine Nova Synthetics Nummer 4 von Da Vinci, könnt ihr jetzt Nadeln an einen Ast malen, sodass ihr an diesen Ast, der jetzt mehr hervorkommt, mehr herauspellt, sozusagen aus diesem verschwommenen Geäst, was da weit in den Hintergrund reicht, auch an diesen Ast könnt ihr letztendlich diese Kugel hängen. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Rot hineingegeben, Alizarin-Karmesin, wie unten auch in der Kugel wieder auftaucht, sodass immer wieder die Farbe, die man als Zentrum gewählt hat, auch an anderen Stellen zarter, aber doch wieder auftaucht. Das macht eine Harmonie im Bild. Ja, die Kugel, die hängt da jetzt, die lassen wir noch trocknen, sie ist noch nicht ganz trocken, und gehen wieder zu unserer ersten Karte, zu unserem Weihnachtsbaum, und waschen da die hellen Schneestellen, die man noch heller haben möchte, die waschen wir jetzt einfach noch einmal weißer aus. Mit einem Schrubberpinsel, abgetupft mit einem sauberen Taschentuch. Ja, wenn wir dann das schön ausgewaschen haben, dass man wirklich diese Schneemassen erkennen kann auf den Ästen, dass er wirklich beladen ist, dieser Christbaum von Schnee. Das ist bestimmt ein Christbaum für eine Waldweihnacht, wo man draußen singt und draußen steht. Vielleicht für Elfen und Zwerge im Wald, für die Tiere eine Waldweihnacht. Oder auch ein paar mutige Menschen, die da in die Kälte hinausgehen und in einer Winternacht singen. Jedenfalls steht er bestimmt draußen und leuchtet da in die dunkle Weihnachtsnacht hinaus mit seinen Schneelasten und seinen grünen Ästern darunter. Ja, nun habe ich getropft, unten rechts, macht aber nichts. Da kommen dann noch Lichtreflexe hin. Oben links jetzt bei unserem Baum mit einem
Cadmiumgelb Zitron mache ich leuchtende Stellen in mein Bild, sprühe ein bisschen mit meiner Sprühflasche darüber, dass die ein bisschen zerrinnen, zerlaufen und ich ein Leuchten bekomme auf meinem Baum und habe dadurch leuchtende Kerzen dann letztendlich. Ich mische noch ein bisschen Cadmium Orange Hell dazu, was ich in die Mitte tupfe von diesen Lichtern, die da jetzt am Baum auftauchen, und so kann ich es auch schon trocknen lassen, bevor ich dann die Kerzen hineinmale. Also das ist jetzt dann gut vorbereitet und wartet noch auf den Trocknungsvorgang. Nun kommen wir zu unserer zweiten Karte. Da können wir das Washi-Tape entfernen und ihr seht, wie wunderschön jetzt dieser winterliche Hügel da liegt. Da möchten wir jetzt ein paar Häuser, ein kleines Dorf vielleicht hinmalen. Dazu mit dem Schrubberpinsel ein paar Stellen weiß waschen, und an den Stellen, wo wir weiß gewaschen haben, können wir dann mit einem Cosmotop Spin Nummer 1 und der Braunmischung, die wir schon vorher verwendet haben, einfach ein bisschen mehr Rot dazugeben oder mehr Gelb, gerade wie es euch gefällt, und dann malen wir die Häuschen unter den Schneelasten, die wir gerade vorher ausgewaschen haben. So entsteht ein kleines Dorf. Und in den Himmel hinein lassen wir aufsteigenden Rauch verschwinden in diese Starry Night, in diese Sternennacht hinein. Ein Haus ist noch hinter ein paar Tannen, hinter dem Wald, von vorne nicht so gut sichtbar. Und hier jetzt im Vordergrund müssen wir auf jeden Fall größere Bäume stippeln. Das ist schön, wenn da im Vordergrund noch größere Bäume stehen, dann bekommt das Bild mehr Tiefe. Ich habe die 3 Häuser noch schattiert, das ist auch gut, sodass wirklich der Schatten auch auf dem Schnee liegt, dieser Bäume. Und dann 3 Tannen gemalt, 3 Nadelbäume, relativ dunkel, mit einem Peinesgrau-bläulich, mit nur wenig Shadow Green, und schon habe ich ein fertiges Winterbild, Winternachtbild, und kann mich jetzt links unten meiner Laterne widmen, wo ich mit dem Schrubberpinsel und einem sauberen Taschentuch Licht in meine Laterne wasche. Das heißt, ich wasche dort, wo die Kerze leuchtet, einfach die Farbe wieder weg. Den Vordergrund, diese Verstrebungen, kann ich jetzt nochmal nachziehen, und auch den Rest der Laterne ziehe ich jetzt nach. Die hinteren Verstrebungen, die lasse ich natürlich, die habe ich ja gerade eben weggewaschen, einfach, dass man die Laterne sehr gut sieht, dass man das Licht in der Laterne sehr gut sieht, und wirklich, ich finde, es leuchtet sehr, sehr schön hell, gerade auch, weil die Einfassung jetzt noch dunkler ist. Und ja, also die Laterne gefällt mir, da muss nachher nur noch die Flamme wieder beachtet werden, getätigt werden. Und hier unten rechts jetzt kommt ein spannender Lichtfunkeneffekt, und das mache ich mit einer Schablone, mit einer Kreisschablone, wo ich einfach verschieden große Kreise mit einem Deer Food Stippler, also mit einem ganz normalen, gewöhnlichen, aus dem Obi gekauften Borstenpinsel das mache. Also damit kann man sehr, sehr gut diese hellen Stellen bei der Schablone anlösen und die Farbe abtupfen. Das geht wirklich sehr gut. Ihr seht, es wird sehr weiß, fast ein bisschen zu weiß. Ich hätte gerne manchmal ein paar Übergänge, einige Stellen, die zwar ausgewaschen, aber nicht so intensiv ausgewaschen sind, aber ich merke gerade, dass das gar nicht so einfach ist. Also entweder es kommt viel oder es kommt nichts weg oder sehr unregelmäßig, sodass dann keine Kreise entstehen. Also vielleicht habt ihr da ein feineres Händchen oder ein anderes Papier. Meine Papiere, da lässt sich die Farbe immer sehr gut lösen von meinen Papieren, weil mir das wichtig ist, weil ich nicht so gerne Rubelkrepp verwende und oft trotzdem ein Weiß brauche, gerade auch jetzt im Winter. Aber in dem Fall ist es gut, wenn ihr da euch zu helfen wisst. Ich mache jetzt einfach noch ich ziehe von Hand ein paar kleinere Tupfen hinein, sodass das Ganze doch wieder lichtvoll verspielt ausschaut. Und ja, freue mich dann, wenn es einigermaßen fertig ist, und muss jetzt noch die Kugel aufhängen an einen
Entweder mit einem Garn, mit einer kleinen Kette, mit einem kleinen Band. Gerade wie ihr das möchtet, könnt ihr sie aufhängen an euren Ast. Mit einem Cosmotop Spin Nummer 1 zum Beispiel oder einfach einem Maestro Nummer 3 von Da Vinci. Gerade wie ihr das möchtet. Ja, nun kann ich in meinem Kerzenbild, also in meinem Laternenbild, male ich noch ein paar Stellen sehr, sehr hell, mit einem hellen Gelb gemischt mit Deckweiß, sodass wirklich einzelne Stellen ganz aufgehellt werden und auch die Flamme der Kerze sichtbar ist. Das Dach kann ich noch ein bisschen anfeuchten und abtupfen, so dass es haptisch wird. Man das Gefühl hat, man kann diese Laterne greifen. Nun haben wir oben links noch die Karte mit dem Tannenbaum, mit dem Christbaum. Wir decken die anderen ein bisschen ab, sodass, wenn ich mit Wasser drüber gehe, nicht wieder irgendwelche Flecken und Tropfen passieren. Und ich wasche hier jetzt in dem Cadmium Orange Hell jeweils im Zentrum, ein Zentrum aus, jeweils, was noch heller ist, was nämlich weiß ist, wieder weiß. Und dann kann ich die Kerzen unter diese Lichter malen. Das male ich mit einem Zinnoberrot gemischt mit ein bisschen einem Alizarin-Karmesin und ziehe diese Kerzen einfach unter mein Licht auf den Baum. Also ich stecke eine nach der anderen in diesen Schnee, in den Baum, am Baum und habe so meine Weihnachtskerzen, meine leuchtenden, in einem schönen leuchtenden Rot. Kann jetzt mit Grün die Kerzen noch so ein bisschen einbetten, dort wo sie nicht im Schnee stecken, sondern wirklich gerade auf dem Ast liegen, und schon habe ich diesen Weihnachtsbaum, wo die Kerzen verbunden sind mit dem Ast, wo andere Kerzen direkt im Schnee stecken, einfach nur schattiert gegen unten mit einem Heliocyanin-Blau. Also ja, dieser schöne Weihnachtsbaum, der leuchtet, der strahlt, steht vielleicht im Wald oder auf einer weiten Schneefläche und leuchtet in die Ferne, zieht vielleicht ein paar Menschen an, die einen Nachtspaziergang machen oder mit dem Schlitten vorbeikommen. Jedenfalls hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich auf weitere Bilder mit euch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, dann bekommt ihr ein Signal, wenn ich wieder Weihnachtskarten einstelle für euch. Den Ellastip, meinen Kalender und Weihnachtskarten, die findet ihr unten in der Box in meinem Shop unter www.elladefee.com. Alles Gute und bis bald. Tschüss.